Hallo, mein Name ist Helen. Ich lebe in der wunderschönen Schweiz, bin Fotografin und Grafikerin und halte seit fast 20 Jahren Ziegen. Ich weiß, das passt. Ziegen, Schweiz, Heidi, Berge, das passt alles ganz gut. Es ist aber vielleicht nicht ganz so, wie du jetzt denkst. Ziegen sind für mich nämlich nicht Nutztiere, sondern sie sind meine Freunde. Sie sind meine Partner, sie sind mein Ausgleich, sie sind meine Verwurzelung und sie halten mir jeden Tag einen Spiegel vor. Und durch sie durfte ich schon ganz schön viel über mich selbst lernen. Daher würde ich sagen, sie sind auch ein Stück weit mein Psychiater. Das absolut Schönste für mich ist, mit meinen Ziegen in den Bergen unterwegs zu sein. Mal abgesehen davon, dass die Berge einfach etwas Magisches haben, ist es jedes Mal so schön, die Ziegen da zu sehen, wo sie hingehören. Je mehr hoch und runter, umso besser. Vielleicht ist das erste Video, das du von uns siehst und vielleicht kennst du uns schon von den anderen Videos auf diesem Kanal oder von unseren anderen Kanälen wie Instagram oder unserer Website. So oder so ist es an der Zeit, dass ich dir mal ein bisschen mehr über die Motivation hinter dem Mekka-Projekt erzähle. Außerdem ist hier im letzten Jahr ganz schön viel passiert, es hat sich viel geändert. Und ich dachte, es wäre mal der richtige Zeitpunkt, um euch hier auf diesem Kanal ein bisschen up-to-date zu bringen. Also, wenn du Lust hast, dich in meine wunderbare Welt der Ziegen entführen zu lassen, dann bleib dran. Als ich mit 15 Jahren mehr oder weniger aus einer Laune heraus zu meinen ersten Ziegen kam, hatte ich noch keine Idee, auf was für eine Reise mich das bringen würde. Ich habe meine Tiere schon damals innig geliebt und nach meinem damaligen Wissensstand alles getan, damit es ihnen gut geht. Die Ziegen waren für mich nie Nutztiere, sondern Freunde. Allerdings war ich damit relativ alleine. Denn abgesehen von Zwergziegen waren Ziegen damals einfach Nutztiere für Milch und Fleisch. Darauf ausgerichtet waren auch alle Informationen, die man über Ziegenhaltung finden konnte. Alle Kurse, ja, einfach alles, was es halt damals so gab. Dank meiner vielleicht etwas kindlichen Unbeschwertheit hat es mich aber nicht abgehalten, dass es nicht normal war, mit Ziegen spazieren zu gehen oder mit ihnen Kunststücke zu üben oder sie sogar vor einen Wagen zu spannen. Die Menschen haben oft den Kopf geschüttelt über das Mädchen, das mit den Ziegen durch den Wald sprang, und ich habe viele Jahre lang geglaubt, dass ich damit einfach ein bisschen seltsam bin und nicht ins Raster passe. Das, was die Ziegen für mich bedeuten und mir geben, konnte ich den Menschen in meinem Umfeld nicht erklären. Die Art, wie sie vermögen, meine Seele zu berühren, lässt sich nicht in Worte fassen. Dank einigen Schlüsselmomenten und Gesprächen wurde mir klar, wie besonders diese Beziehung ist und dass andere Menschen das eben absolut auch
fühlen, wenn sie bei uns sind. Etwa vor 3 Jahren habe ich mich zum ersten Mal getraut, Beiträge über die Ziegen und mich, unsere Arbeit, das Training und die Haltung von Ziegen als Freizeitpartner auf sozialen Medien zu teilen. Was danach geschah, war verblüffend. Je mehr ich von uns gezeigt habe, umso mehr haben mich Mails und Nachrichten von Menschen irgendwo aus dem deutschsprachigen Raum erreicht, die mir von ihrer Geschichte mit ihren Ziegen erzählt haben, die sich so ähnlich anfühlte wie vieles von dem, was ich selbst eben nicht in Worte fassen konnte. Menschen, die mich überhaupt nicht kannten, haben mir intime Lebensgeschichten erzählt und die Art und Weise, wie ihre Ziegen ihnen bei schwierigen Phasen geholfen haben und wie sie ihnen jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Da wurde mir klar, dass das, was ich tue, eigentlich gar nicht so seltsam ist. Im Gegenteil, ich habe gemerkt, dass Menschen, die sich auf Ziegen einlassen, auch diejenigen, die sie als Nutztiere halten, ganz spezielle Menschen sind. Denn so viel sei gesagt, das Wesen der Ziege entspricht nicht jedem. Ziegen sind absolut wunderbare, clevere und lustige Tiere, aber sie können einem auch problemlos in den Wahnsinn treiben. Durch die Rückmeldungen der Menschen, die meine Beiträge gesehen hatten, wurde mir klar, wie wichtig das ist, was ich der Welt zu geben habe, wie sehr es die Menschen inspiriert und wie viel gerade ZiegenhalterInnen von meiner jahrelangen Erfahrung und meinen Trainingsansätzen profitieren können. Ja, und so ist das Mekka-Projekt entstanden. Auf unseren Online-Kanälen möchte ich mit ein paar Vorurteilen der Ziege gegenüber aufräumen und zeigen, was für lustige, clevere Tiere das sind. Ich möchte inspirieren, dass man seinen eigenen Weg geht, auch wenn der scheinbar unkonventionell ist. Ich möchte dem klassischen Nutztier Ziege eine Stimme geben, ein Gesicht, einen Charakter, denn Charakter haben sie, das könnt ihr mir glauben. Und ich möchte mein Wissen und meine Erfahrung teilen. Unterdessen sind wir eine richtig feine Community und tauschen unsere Erfahrungen aus, denn es gibt immer noch viele Bereiche, über die es einfach zu wenig Fachliteratur gibt. Online und offline gebe ich Kurse zu Themen wie Ziegentraining und einer artgerechten Ziegenhaltung, und über Ziegenpatenschaften und Ziegentrackings bieten wir die Möglichkeit, das Tier Ziege auf sich wirken zu lassen, kennenzulernen und sich von ihrem lustigen Charakter verzaubern zu lassen. In diesem Jahr hat sich bei uns auch viel verändert. Wir sind nämlich mit den Ziegen umgezogen. Ich habe einen neuen Stall gebaut und musste damit meine ganze Haltung ein bisschen überdenken. Mein Ziel ist eine möglichst artgerechte und regenerative Ziegenhaltung. Also, dass die Ziegen so gehalten werden, dass sie in einem Kreislauf leben und ihre Gesundheit mit der Haltungsform gestärkt wird. Aber dazu in einem anderen Video mehr. Wir haben dieses Jahr auch den Mekka-Shop eröffnet. Ich habe nämlich ungefähr ein Jahr lang getüftelt, bis ich das optimale Ziegenhalfter entwickelt habe und für euch produzieren konnte. Im Shop findet ihr auch diverse andere tolle Produkte für Ziegen und es ist auch noch so einiges in Planung. Außerdem arbeite ich an einem ausführlichen Online-Kurs über Ziegenhaltung von Ziegen als Freizeitpartner. Das Mekka-Projekt ist schon jetzt so viel größer und schöner und bunter, als ich mir das je hätte vorstellen können. Und ich bin so dankbar, dass ich mich getraut habe, euch meine Welt zu zeigen und dadurch so viele wunderbare Menschen und Ziegen kennengelernt zu haben.
Und ich freue mich einfach schon so darauf, was alles noch kommt. Schön, dass du da bist, dass du dich von uns inspirieren und dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern lässt und dass du Lust darauf hast, deinen Horizont zu erweitern. Lass uns unter dem Video gerne einen Kommentar da und erzähl uns, wie du zu uns gefunden hast und wer du bist. Hast du selbst Ziegen oder findest du es einfach tolle Tiere? Oder weißt du vielleicht noch gar nicht, wie toll du sie findest? So oder so, abonniere unbedingt den Kanal, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Das hilft dem Mecca-Projekt sehr. Schön, dass du hier bist. Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe von mir und den Ziegen.